Heute melden wir uns aus dem Kanton Graubünden. Was verbirgt sich wohl hinter diesem Tor? Wir werden es gleich herausfinden. Da urkundliche Belege zur Zeit des Burgenbaus fehlen, gibt es über die Ursprünge der Burg mehrere Theorien. Und diese erfahrt ihr in unserem Bericht. Die Ruinen der Wehranlage liegen auf einem Felsvorsprung bei Putz im Prättigau, eingebettet in eine malerische Berglandschaft. Durch ihre Lage war sie auf mehreren Seiten durch steile Hänge gut geschützt. Möglicherweise liegen ihre Wurzeln im Frühmittelalter. Einer Theorie zufolge war Kastels ursprünglich eine Fluchtburg, in welche die Menschen der Umgebung fliehen konnten, wenn Gefahr drohte. Dafür sprechen ihre Weitläufigkeit und ihr Name, welcher sich vom lateinischen Wort castellum ableitet. Möglicherweise ein Hinweis auf ein Refugium, an welchem die Bevölkerung des Prättigaus Schutz suchen konnte. Andere vermuten, die Anlage sei ein rätisches Kirchenkastell gewesen. In den 2010er Jahren wurden die Mauerzüge der gesamten Burgruine gesichert und einer grundlegenden Sanierung unterzogen. Dabei wurden auch archäologische Grabungen durchgeführt. Unter den Funden befinden sich beispielsweise Reste der Verbleiung von Fenstern, Knochen von Schweinen und Schafen, sowie diverse Eisenobjekte. Das Fundmaterial wird auf das 13. bis 17. Jahrhundert datiert. Einhergehend mit den Sondierungen fand auch eine bauarchäologische Untersuchung statt. Das älteste Bauwerk der heute noch sichtbaren Überreste der Burg bildet der quadratische Bergfried mit einem Grundriss von 8,5 Metern. Dieser stammt vermutlich aus der Zeit um das Jahr 1200 herum und wurde mit großer Sorgfalt erbaut. 4 Geschosse sind nachgewiesen. Die Ringmauer entstand wohl im Laufe des 13. Jahrhunderts. Ursprünglich lag der Zugang vermutlich auf der Westseite. Vom Herrschaftsgebäude und der restlichen Bebauung der Anlage ist heute leider nichts mehr zu sehen. Eine Rekonstruktion, die auf der 1980 entstandenen Zeichnung von Alvin Jäckli basiert, vermittelt einen Eindruck, wie die Burg einst ausgesehen haben könnte.
auch wenn sie nach heutigem Forschungsstand in mehreren Punkten historisch nicht ganz korrekt ist. In den Schriften taucht die Burg erstmals im 14. Jahrhundert auf. Damals gehörte die Wehranlage zum Herrschaftsbereich der Freiherren von Aspermont. Wann und wie sie in ihren Besitz kam, ist unbekannt. 1338 verkaufen sie die Anlage und die dazugehörigen Güter an Graf Friedrich von Toggenburg und Ulrich von Matsch. 6 Jahre später teilen sie den Besitz unter sich auf. Die Burg gelangte dabei in die Hände von Ulrich von Matsch. Im Laufe der Zeit fiel die Burg jedoch an die Toggenburger. Elisabeth von Matsch hatte 1391 Graf Friedrich VII. Von Toggenburg geheiratet. Vermutlich war die Burg Teil ihrer Mitgift gewesen. 1394 siegelte Friedrich jedenfalls eine Urkunde auf Castles. Im Jahr 1436 starb der Graf und die Wehranlage kam wieder in die Hände der Familie Matsch. Aufgrund finanzieller Engpässe setzte Gaudenz Matsch Castles mehrere Male als Pfand ein. 1496 verkaufte er die Burg wegen seiner horrenden Schulden schlussendlich an König Maximilian I. Somit wurde die Anlage Teil des habsburgischen Besitzes und in der Folge zentraler Verwaltungssitz und Residenz ihrer Landvögte im Prättigau. 1499 brach der sogenannte Schwabenkrieg aus. Im Februar jenen Jahres griffen die Bündner die Burg an und nahmen sie ein. Nach dem Sieg der Eidgenossen in der Schlacht bei Dornach über die Truppen von König Maximilian ging der Krieg nach mehreren Monaten zu Ende. Nach dem Frieden von Basel wurde Castles wieder an die Österreicher zurückgegeben. Im November 1499 residierte mit Hans Schuler aus Davos tatsächlich wieder ein habsburgischer Vogt auf der Burg. In der Zeit nach dem Krieg fanden wohl Bauarbeiten an der Umfassungsmauer statt. Reste des mit Zinnen und schlüssellochartigen Scharten versehenen Wehrganges auf der Nordmauer stammen aus dem 16. oder 17. Jahrhundert. Möglicherweise wurde damals auch der Eingang an die heutige Stelle versetzt und mit einer Barbakane mit Schießscharten geschützt. Von dieser Stelle verlief ein schmaler, vorgelagerter Zwinger, an dessen Mauer sich auch ein Turm befand, bis zur Südostecke der Burg, wie man auf dem Grundriss der Anlage entdecken kann. Vor Ort sind nur noch wenige Spuren davon sichtbar. Auch das Herrschaftsgebäude erfuhr einen Ausbau. In einem Inventar von 1616 wird es als mehrgeschossiger Bau beschrieben, welcher mit zahlreichen Stuben und Kammern sowie einer Hauskapelle ausgestattet war. Aus dieser Zeit stammen beispielsweise bei den Ausgrabungen gefundene, reich verzierte Ofenkacheln. Mehr als 100 Jahre
ist es ruhig um die Anlage. Doch dann folgt um 1622 ein Paukenschlag. Die Bündner belagern die Burg ein weiteres Mal. Um die Besatzung in die Knie zu zwingen, unterbrach man kurzerhand die Wasserversorgung. Am 25. April kapitulierten die Verteidiger und Kastels wurde im Anschluss teilweise zerstört. Fünf Monate später eroberte Graf Alwig von Sulz die Anlage für Habsburg wieder zurück. Im Lindauer Frieden vom 6. September 1622 schrieb man unter anderem fest, die Bündner müssten die Burg wieder aufbauen und für die entstandenen Schäden die Kosten tragen. Ob dieser Forderung auch nachgekommen wurde, ist nicht überliefert. Im 17. Jahrhundert diente der Bergfried übrigens als Gefängnis und Waffenlager. Im untersten Teil war ein Verlies, in welchem die jeweiligen Gefangenen an Händen und Füßen gefesselt dahin vegetierten. Sie wurden mittels eines Aufzugs mit Seil hinabgelassen bzw. wieder hinauf befördert, wie in zeitgenössischen Schriften berichtet wird. Ob ein Gefangener ausschlaggebend für die Belagerung war, ist nicht bekannt. Nachdem sich die Prättigauer 1649 von Österreich losgekauft hatten, zerstörten die Bündner die Burg Kastels erneut. Und seitdem ist sie eine Ruine. Von 2010 bis 2016 wurde die Burg grundlegend saniert. Und heute ist sie ein tolles Ausflugsziel. Und wer will, kann hier sogar grillieren. Dazu die traumhafte Aussicht. Allein diese ist einen Besuch wert. Hat dir dieses Video gefallen? Dann unterstütze uns mit einer Kanalmitgliedschaft oder einem Super Thank. Das ist eine einmalige Spende. Und wenn du willst, kannst du mir gerne ein Feedback geben. Schreib dazu in die Kommentare. Und dann wünsche ich dir eine tolle Zeit und bis zum nächsten Video.